Hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Kanal Cozy German. Wenn dir dieses Video gefällt, vergiss nicht, einen Like dazulassen, einen Kommentar zu schreiben und unseren Kanal zu abonnieren. Hier gibt es viele nützliche Tipps, um Deutsch zu lernen und mehr über die deutsche Kultur zu erfahren. Heute sprechen wir über ein Thema, das immer wieder in Gesprächen auftaucht: die Beziehung der Deutschen zu Geld. Viele Menschen haben ein Bild von den Deutschen als besonders sparsam und wirtschaftlich. Aber ist das wirklich so? Und was unterscheidet sich an diesem Verhalten bei den verschiedenen Generationen? Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass die Wahrnehmung von Deutschen als sparsam nicht unbedingt falsch ist, aber auch nicht immer zutreffend. In der Vergangenheit war es wirklich typisch für viele Deutsche, sehr auf ihre Ausgaben zu achten. Das lag zum Teil an der Geschichte Deutschlands und an den wirtschaftlichen Krisen, die das Land in den letzten Jahrhunderten durchlebt hat. Die Generationen, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufwuchsen, erlebten harte Zeiten und lernten daher, mit wenig Geld auszukommen und zu sparen. Diese Gewohnheiten wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Aber wenn wir uns die jüngeren Deutschen heute anschauen, sehen wir ein anderes Bild. Junge Menschen, vor allem die, die in den letzten 2 Jahrzehnten aufgewachsen sind, haben eine ganz andere Einstellung zu Geld. Sie sind in einer Zeit des Wohlstands und der wirtschaftlichen Stabilität aufgewachsen. Viele von ihnen geben mehr Geld aus, vor allem für Erlebnisse und Freizeitaktivitäten. Reisen, Essen gehen und neue Gadgets sind oft wichtiger als das Sparen. Das hat auch viel mit der Digitalisierung und der zunehmenden Globalisierung zu tun. Es ist einfach leichter, an alles, was man will, zu kommen. Und das beeinflusst das Kaufverhalten. Warum ist das so? Einerseits ist der Zugang zu Krediten und finanziellen Mitteln für viele junge Menschen heute viel einfacher. Banken bieten viele Finanzprodukte an, die es den Leuten ermöglichen, heute zu leben und erst später zu zahlen. Andererseits hat sich auch die Mentalität verändert. In einer Welt, in der viele Dinge ständig verfügbar sind, ist das Streben nach Besitz und Sparen nicht mehr so stark ausgeprägt wie früher. Stattdessen ist der Fokus oft auf Erlebnissen und dem Jetzt-Leben gerichtet. Doch es gibt auch Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen Deutschlands, die das Thema Geld betreffen. Der Unterschied zwischen West- und Ostdeutschland ist hier besonders auffällig. Nach der Wiedervereinigung gab es große Unterschiede im wirtschaftlichen Status der beiden Teile des Landes. Im Westen war die Wirtschaft schon vor der Wiedervereinigung viel stärker, während der Osten von der sozialistischen Planwirtschaft geprägt war, die viele Jahre lang weniger Freiheiten und Wohlstand brachte. Im Westen gibt es also in der Regel höhere Löhne und ein höheres Lebensniveau. Die Mieten in Städten wie München, Frankfurt oder Hamburg sind sehr hoch, was für viele junge Menschen eine Herausforderung darstellt. Die Preise für alltägliche Dinge wie Lebensmittel oder Dienstleistungen sind im Westen tendenziell teurer, was das Leben insgesamt etwas schwieriger machen kann. Im Osten ist es im Allgemeinen günstiger, vor allem in Städten wie Leipzig oder Dresden. Hier sind die Mieten viel niedriger und auch die Lebenshaltungskosten sind im Vergleich zum Westen günstiger. Trotzdem gibt es immer noch Unterschiede, die vor allem historisch bedingt sind. In den neuen Bundesländern sind die Löhne immer noch niedriger als im Westen, obwohl sich das in den letzten Jahren verbessert hat. Für den durchschnittlichen Deutschen ist das Leben in einer dieser Regionen jedoch nicht zu teuer, solange man einen gut bezahlten Job hat. Die meisten Deutschen leben in einem durchschnittlichen finanziellen Rahmen. Ein regelmäßiges Einkommen, eine Wohnung, ein Auto und die Möglichkeit, ab und zu in den Urlaub zu fahren, gelten als normal. Ein luxuriöses Leben mit teuren Marken und ständigen Reisen ist hingegen eher die Ausnahme. In Deutschland gibt es auch ein starkes Bewusstsein für die Notwendigkeit, für die Zukunft vorzusorgen. Viele Menschen zahlen regelmäßig in Rentenversicherungen ein oder sparen für Notfälle. Dies ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die deutsche Gesellschaft in der Vergangenheit gelernt hat, dass finanzielle Sicherheit und langfristige Planung wichtig sind. Das spiegelt sich auch in der Kultur des Notgroschens wider, also dem Sparen für schlechte Zeiten. Insgesamt ist die deutsche Haltung zum Geld vielschichtiger, als es der typische Stereotyp vermuten lässt. Es gibt die alten Traditionen der Sparsamkeit, aber auch neue Trends, die stärker auf Konsum und Erlebnisse setzen.
Dies hängt stark vom Alter und der Region ab, in der man lebt, und auch von der individuellen Lebenssituation. Aber was bedeutet das alles für den Durchschnittsdeutschen? Was ist eigentlich normal, wenn es um Geld geht? Die meisten Menschen in Deutschland haben ein stabiles, aber nicht übermäßiges Einkommen. Sie leben in einer vernünftigen Wohnung, fahren ein Auto und genießen es, sich ab und zu etwas zu gönnen, aber ohne in den Luxusbereich vorzustoßen. Geld ist für viele eine praktische Notwendigkeit, die sicherstellt, dass das Leben stabil und angenehm bleibt. Aber es ist nicht immer der Mittelpunkt des Lebens. Die Unterschiede in der Einstellung zu Geld zwischen den Generationen und den Regionen sind also nicht nur faszinierend, sondern auch ein Spiegelbild der sich verändernden deutschen Gesellschaft. Während früher eher Sparsamkeit und Vorsicht im Vordergrund standen, sehen wir heute eine Gesellschaft, die zunehmend auch die Freude am Leben und an Erlebnissen betont. Doch egal, ob man sparsam oder konsumfreudig ist, das wichtigste Prinzip bleibt die finanzielle Sicherheit und der Wunsch nach einer stabilen Zukunft. Nun, da wir die unterschiedlichen Perspektiven und Verhaltensweisen betrachtet haben, können wir uns fragen, wie sich all diese Faktoren auf das tägliche Leben auswirken. Was sind die konkreten Auswirkungen auf die Menschen in Deutschland? Ein wichtiger Aspekt der deutschen Gesellschaft ist die relativ hohe Bedeutung von Sparen und Investieren für die Zukunft. Während viele Menschen in anderen Ländern vielleicht einen Großteil ihres Einkommens für kurzfristige Vergnügungen oder den Konsum ausgeben, ist es in Deutschland weit verbreitet, dass ein großer Teil des Einkommens in langfristige finanzielle Sicherheit fließt. In der Vergangenheit gab es hier viele staatliche Programme und Regelungen, die den Bürgern beim Sparen und für die Altersvorsorge halfen. Auch heute noch sind deutsche Rentenversicherungen und private Altersvorsorgeprodukte sehr populär. Viele Deutsche investieren in Immobilien, weil sie als stabile, langfristige Wertanlage gelten. Das bedeutet, dass es für viele junge Menschen besonders schwierig sein kann, in größeren Städten eine Wohnung zu kaufen. Der Immobilienmarkt ist in Städten wie München oder Frankfurt so teuer, dass es vielen schwerfällt, ohne familiäre Unterstützung ein eigenes Heim zu besitzen. Dies führt dazu, dass viele junge Menschen in Mietwohnungen leben, was einen weiteren Aspekt der deutschen Finanzkur widerspiegelt: die Bereitschaft, langfristig zu mieten, anstatt unbedingt Eigentum zu erwerben. Die finanzielle Sicherheit, die durch solche Investitionen erreicht wird, ist ein zentraler Bestandteil der deutschen Lebensweise. Die Kultur des Sparens bedeutet aber auch, dass viele Menschen eher zurückhaltend sind, was den Konsum betrifft. Die Vorstellung von Geld für später ist stark in der Gesellschaft verankert. Daher wird es als unklug angesehen, zu viel Geld in unnötige Ausgaben zu stecken, ohne sicherzustellen, dass die Zukunft abgesichert ist. Gleichzeitig gibt es eine gewisse Spannung zwischen den verschiedenen Generationen. Die älteren Generationen, die den großen Wohlstand und die wirtschaftliche Stabilität der Nachkriegszeit erlebten, sind oft noch stärker mit dieser Tradition des Sparens verbunden. Sie haben oft eine konservativere Einstellung zu Finanzen und legen großen Wert auf die Absicherung für die Zukunft. Junge Menschen hingegen sind tendenziell eher bereit, ihr Geld für Erlebnisse auszugeben und in dem Moment zu leben. Diese Generationenunterschiede spiegeln sich auch in der Wahrnehmung von Geld und Wohlstand wider. Während ältere Deutsche oft das Bild eines sicheren, zurückhaltenden Lebens führen, streben viele junge Menschen nach einem Leben, das mehr auf Erfahrungen und Freiheit ausgerichtet ist. Diese Veränderung ist ein Trend, den wir nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen westlichen Ländern beobachten können. Die Betonung des Lebensstils hat an Bedeutung gewonnen, und das klassische Bild des reichen Deutschen, der sein Geld spart und in Immobilien investiert, wird durch neue Vorstellungen von Wohlstand ersetzt. Ein weiterer interessanter Aspekt ist der Einfluss von sozialen Medien und der Globalisierung auf die Finanzgewohnheiten der Deutschen. Die ständige Verfügbarkeit von Luxusgütern und die weltweite Werbung für exklusive Erlebnisse haben das Konsumverhalten verändert. Während in der Vergangenheit der Besitz von Dingen wie Autos, Häusern oder teuren Markenprodukten ein Zeichen von Wohlstand war, hat sich das Bild des Wohlstands verschoben. Heute gilt es als besonders cool, nicht nur materiellen Besitz zu haben, sondern auch Erfahrungen und außergewöhnliche Erlebnisse vorzuweisen.
Das hat dazu geführt, dass viele junge Menschen ihr Geld lieber für Reisen, Konzerte und andere Freizeitaktivitäten ausgeben. Diese Verschiebung im Konsumverhalten zeigt sich nicht nur im Alltag, sondern auch in der Art und Weise, wie Menschen ihre Finanzen verwalten. In Deutschland gibt es eine zunehmende Zahl von Fintech-Unternehmen und Apps, die den Menschen helfen, ihr Geld besser zu verwalten und zu investieren. Viele junge Deutsche setzen auf digitale Lösungen, um ihre Finanzen zu optimieren, sei es durch Spar-Apps, Investment-Tools oder die Nutzung von Kryptowährungen. Diese Technologien haben das Finanzverhalten verändert und bieten eine neue Perspektive auf den Umgang mit Geld. Doch trotz dieser Modernisierungen bleibt das Fundament der deutschen Finanzkultur immer noch das Streben nach Sicherheit und Vorsicht. Die Grundwerte, die von früheren Generationen geprägt wurden, bleiben stark. Auch wenn junge Deutsche mehr auf Konsum und Erlebnisse ausgerichtet sind, ist der Wunsch nach finanzieller Sicherheit weiterhin tief in der Gesellschaft verwurzelt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Unterschiedlichkeit zwischen Ost- und Westdeutschland, die sich auch in der Finanzkultur widerspiegelt. Im Westen, wo die Wirtschaft stärker und stabiler ist, haben die Menschen tendenziell mehr Einkommen und daher auch mehr finanzielle Freiheiten. Das spiegelt sich nicht nur in den höheren Lebenshaltungskosten wider, sondern auch in der Bereitschaft, mehr Geld für Konsumgüter und Luxusprodukte auszugeben. Im Osten hingegen sind die Löhne immer noch niedriger, was bedeutet, dass die Menschen in der Regel sparsamer leben müssen. Dennoch gibt es auch hier Veränderungen. In Städten wie Leipzig oder Dresden steigen die Lebenshaltungskosten, aber das allgemeine Preisniveau bleibt im Vergleich zum Westen etwas niedriger. Für viele Deutsche, insbesondere im Osten, ist der Begriff Reichtum nicht unbedingt mit Besitz verbunden, sondern mehr mit der Fähigkeit, ein gutes und sicheres Leben zu führen. Es geht nicht immer darum, viel Geld zu verdienen, sondern vielmehr darum, das vorhandene Geld sinnvoll zu nutzen und für die Zukunft vorzusorgen. Diese Mentalität ist ein wichtiger Teil des deutschen Wirtschaftslebens und zeigt, dass Geld nicht nur als Mittel zum Konsum, sondern auch als Mittel zur Sicherung des Wohlstands und der Lebensqualität betrachtet wird. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Beziehung der Deutschen zu Geld eine komplexe Mischung aus Tradition, Pragmatismus und neuen Trends ist. Die alten Werte des Sparens und der finanziellen Sicherheit sind nach wie vor von großer Bedeutung, aber gleichzeitig zeigt sich ein zunehmendes Interesse an Konsum und Erlebnissen. Diese Entwicklung wird von Generation zu Generation unterschiedlich wahrgenommen und auch die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland spielen eine Rolle. Die deutsche Finanzkultur ist also ein lebendiges, sich ständig veränderndes Feld, das die vielen Facetten der deutschen Gesellschaft widerspiegelt. Ein weiteres interessantes Thema, das sich im Zusammenhang mit der deutschen Finanzkultur ergibt, ist die Art und Weise, wie die Deutschen ihre finanziellen Entscheidungen treffen. Generell legen viele Deutsche großen Wert auf eine fundierte und langfristige Planung. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen schon in jungen Jahren anfangen zu sparen oder in ihre Altersvorsorge zu investieren. Banken und Versicherungen spielen eine wichtige Rolle in diesem Prozess, da sie als vertrauenswürdige Partner angesehen werden, die den Bürgern helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Ein bedeutender Faktor, der das Finanzverhalten in Deutschland beeinflusst, ist der hohe Stellenwert der finanziellen Bildung. In vielen deutschen Haushalten wird bereits früh beigebracht, wie man mit Geld umgeht, wie man spart und wie man kluge finanzielle Entscheidungen trifft. Das deutsche Bildungssystem bietet auch Möglichkeiten, Finanzwissen zu erwerben, und in vielen Fällen ist das Thema Wirtschaft und Finanzen bereits ein Bestandteil des Schulunterrichts. Diese Bildung hat eine starke Tradition, die dazu beigetragen hat, dass viele Deutsche ein hohes Maß an finanzieller Verantwortung und Selbstdisziplin besitzen. Dieser Fokus auf finanzielle Bildung zeigt sich auch in der Art und Weise, wie die Deutschen ihre Finanzen überwachen. Es ist üblich, dass viele Menschen ein Haushaltsbuch führen oder Apps nutzen, um ihre Ausgaben zu verfolgen und sicherzustellen, dass sie innerhalb ihres Budgets bleiben. Diese Praxis hat das Ziel, finanzielle Unsicherheit zu vermeiden und sicherzustellen, dass das Geld immer für die wichtigsten Bedürfnisse reicht. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal ist die starke Orientierung an einem langfristigen Finanzplan.
Das Sparen für den Ruhestand oder das Anlegen von Geld für die Zukunft ist für viele Deutsche eine Selbstverständlichkeit. Doch trotz dieses starken Fokus auf finanzielle Sicherheit gibt es auch eine Kehrseite der Medaille. Die Angst vor finanziellem Scheitern ist in der deutschen Gesellschaft weit verbreitet. Viele Menschen haben in der Vergangenheit erlebt, wie schnell finanzielle Sicherheit verloren gehen kann. Und diese Erfahrung hat die Einstellung zum Geld beeinflusst. Es gibt eine tiefe Besorgnis darüber, dass das Ersparte eines Tages nicht ausreicht oder dass unerwartete Ausgaben das gesamte finanzielle Gleichgewicht durcheinander bringen könnten. Diese Angst vor finanziellen Engpässen führt oft dazu, dass die Deutschen extrem vorsichtig mit ihrem Geld umgehen und unnötige Risiken vermeiden. Eine weitere interessante Entwicklung, die in den letzten Jahren in Deutschland zugenommen hat, ist das Thema Nachhaltigkeit und ethisches Investieren. Immer mehr Deutsche interessieren sich für Investments, die nicht nur finanziellen Gewinn versprechen, sondern auch positive Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesellschaft haben. Ökologische und soziale Verantwortung werden zunehmend zu wichtigen Faktoren bei der Entscheidung, in welche Unternehmen oder Projekte investiert wird. Dieser Trend zeigt, dass die finanzielle Verantwortung der Deutschen nicht nur auf Sicherheit und Stabilität ausgerichtet ist, sondern auch zunehmend mit einem Bewusstsein für die globalen Herausforderungen der Zukunft verbunden ist. Inzwischen hat sich auch die Art und Weise, wie man in Deutschland über Geld spricht, verändert. Früher war das Thema Finanzen oft ein Tabu. Es war unhöflich, über Geld zu sprechen, und viele Menschen fühlten sich unwohl, wenn es um ihre finanzielle Situation ging. Doch in den letzten Jahren hat sich diese Haltung geändert. Heute ist es zunehmend üblich, offener über Geld zu sprechen und die eigenen finanziellen Erfahrungen zu teilen. Dies hat zum Teil mit der Zunahme von Finanzblogs und Podcasts zu tun, die den Austausch über finanzielle Themen fördern. Auch in sozialen Medien wird zunehmend über Geld gesprochen, was dazu beiträgt, das Thema in den öffentlichen Diskurs zu bringen. Trotz dieser Veränderungen bleibt das allgemeine Bild der Deutschen als wirtschaftlich und sicherheitsorientiert in der Gesellschaft stark verankert. Diese Haltung beeinflusst nicht nur die Finanzplanung der einzelnen Personen, sondern auch die deutsche Wirtschaft im Allgemeinen. Es gibt eine Kultur der Stabilität und der langfristigen Perspektive, die sowohl von der Regierung als auch von der Bevölkerung gepflegt wird. Diese Stabilität hat Deutschland zu einem der wirtschaftlich erfolgreichsten Länder der Welt gemacht, und viele Menschen betrachten ihre finanzielle Sicherheit als eine der größten Errungenschaften. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Was bedeutet es konkret, in Deutschland normal zu leben, finanziell gesehen? Der durchschnittliche Deutsche lebt in einer finanziell stabilen Situation, aber nicht unbedingt im Luxus. Ein Auto zu besitzen, eine eigene Wohnung zu haben und regelmäßig Urlaub zu machen, sind in Deutschland weit verbreitete Normen, die als Standard für ein gutes Leben angesehen werden. Doch der Drang, ständig zu konsumieren oder Luxusgüter zu besitzen, wird nicht überall geteilt. Es gibt in Deutschland eine starke Neigung, finanziellen Wohlstand in Bezug auf Sicherheit und Nachhaltigkeit zu definieren, nicht auf Konsum und Überfluss. Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Rolle von Schulden im deutschen Finanzleben. Während in vielen anderen Ländern das Aufnehmen von Krediten oder das Leben auf Pump relativ normal ist, haben die Deutschen eine eher konservative Haltung gegenüber Schulden. Es ist weniger üblich, große Kredite aufzunehmen, es sei denn, es handelt sich um Immobilienkäufe oder wichtige Investitionen. Viele Deutsche bevorzugen es, ihre Schulden zu minimieren und leben nach dem Prinzip: Mit Geld, das man nicht hat, sollte man nicht kaufen. Diese Einstellung führt dazu, dass viele Deutsche ihre Ausgaben genau im Blick haben und darauf bedacht sind, keine unnötigen Schulden zu machen. Abschließend lässt sich sagen, dass die finanzielle Kultur in Deutschland von einer starken Tradition der Vorsicht und Planung geprägt ist. Diese Haltung hat sich über die Jahre hinweg entwickelt und spiegelt sich in der Art und Weise wider, wie die Menschen mit Geld umgehen. Die deutsche Gesellschaft legt großen Wert auf finanzielle Sicherheit, aber auch auf die Möglichkeit, das Leben zu genießen und für die Zukunft vorzusorgen. Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich diese Trends in den kommenden Jahren weiterentwickeln werden, besonders im Hinblick auf neue Technologien und die wachsende Bedeutung von Nachhaltigkeit.
In den letzten Jahren hat sich ein weiterer bemerkenswerter Trend entwickelt, der die Finanzkultur in Deutschland beeinflusst: die zunehmende Digitalisierung des Finanzwesens. Fintech-Unternehmen und digitale Banken haben in Deutschland an Popularität gewonnen und viele Deutsche nutzen inzwischen digitale Tools, um ihre Finanzen zu verwalten. Diese Tools ermöglichen eine noch detailliertere und einfachere Verwaltung von Einkommen, Ausgaben und Investitionen. Mobile Banking Apps und die Möglichkeit, Geld in Echtzeit zu überweisen oder zu investieren, haben den Zugang zu Finanzdienstleistungen revolutioniert. Doch trotz dieser digitalen Veränderungen bleibt der allgemeine Ansatz zur Finanzplanung im Wesentlichen der gleiche. Es geht um langfristige Sicherheit und die Vermeidung von Schulden. Viele junge Deutsche haben erkannt, dass digitale Lösungen auch im Bereich des Sparens und Investierens neue Möglichkeiten bieten. Sie nutzen Apps, die es ihnen ermöglichen, ihr Geld auf einfache Weise zu investieren oder zu sparen. Diese Apps bieten oft niedrigere Gebühren und eine größere Transparenz, was den Zugang zu Finanzmärkten für eine breitere Bevölkerungsschicht öffnet. Diese Entwicklungen zeigen, dass die Finanzkultur in Deutschland zunehmend von technologischem Fortschritt geprägt ist, aber gleichzeitig an den traditionellen Werten der Sicherheit und des langfristigen Denkens festhält. Ein weiterer Punkt, der die Finanzkultur in Deutschland prägt, ist die starke Rolle von staatlichen Institutionen und Sozialleistungen. Das deutsche Sozialsystem ist eines der umfassendsten der Welt und bietet den Bürgern eine Vielzahl von Sicherheitsnetzen. Dazu gehören die gesetzliche Rentenversicherung, Arbeitslosenhilfe und Krankenversicherung, die den meisten Deutschen eine gewisse finanzielle Sicherheit geben. In Zeiten von Arbeitslosigkeit oder Krankheit sind viele Deutsche dank dieser staatlichen Unterstützungsmaßnahmen in der Lage, ihre finanzielle Stabilität aufrechtzuerhalten, auch wenn sie in schwierigen Situationen sind. Diese staatlichen Sicherheitsnetze sind ein weiterer Grund, warum die Deutschen oft als wirtschaftlich und vorsichtig wahrgenommen werden. Sie vertrauen darauf, dass sie im Falle von Notlagen gut abgesichert sind und nehmen deshalb oft weniger Risiken in ihrem privaten und beruflichen Leben auf sich. Dies unterscheidet sich von anderen Ländern, in denen die Menschen möglicherweise eher dazu neigen, private Vorsorgemaßnahmen zu treffen, um ihre finanzielle Sicherheit zu gewährleisten. In Deutschland gibt es eine starke Überzeugung, dass der Staat eine Verantwortung für das Wohlergehen seiner Bürger hat, und viele Deutsche sind stolz auf das soziale System, das ihnen diese Sicherheit bietet. Doch trotz dieser staatlichen Absicherung bleibt die finanzielle Unabhängigkeit ein wichtiges Ziel für viele Deutsche. Es gibt eine weit verbreitete Haltung, dass man selbst Verantwortung für seine Finanzen übernehmen sollte, und der Staat sollte nur dann eingreifen, wenn es wirklich nötig ist. Die Idee von finanzieller Unabhängigkeit und Eigenverantwortung ist tief in der deutschen Kultur verwurzelt und wird oft als Schlüssel zu einem erfüllten Leben angesehen. Die Kombination aus traditionellem Sparen, technologischen Innovationen und staatlicher Unterstützung schafft eine einzigartige Finanzkultur in Deutschland. Diese Kultur ist sowohl von einer pragmatischen Herangehensweise an Geld als auch von einem tiefen Vertrauen in langfristige Planung und Sicherheit geprägt. In den kommenden Jahren wird es spannend sein zu beobachten, wie sich diese Trends weiterentwickeln, insbesondere angesichts der Herausforderungen der globalen Wirtschaft und der zunehmenden digitalen Transformation. Trotz aller Veränderungen bleibt der Wunsch nach finanzieller Sicherheit und Stabilität ein zentrales Element des deutschen Lebensstils. Für die meisten Deutschen ist es wichtig, nicht nur in der Gegenwart zu leben, sondern auch für die Zukunft vorzusorgen. Dabei sind sie bereit, ihre finanziellen Gewohnheiten und Entscheidungen an die modernen Gegebenheiten anzupassen, ohne ihre Grundwerte aufzugeben. Diese Mischung aus Tradition und Innovation macht die deutsche Finanzkultur einzigartig und weiterhin ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Zum Schluss lässt sich sagen, dass die Haltung der Deutschen zu Geld weiterhin durch eine Mischung aus Sparsamkeit, Planung und der Nutzung moderner Technologien geprägt ist. In einer Welt, die sich ständig verändert, bleibt der Wunsch nach finanzieller Sicherheit und Wohlstand ein ständiger Begleiter im Leben vieler Menschen in Deutschland. Abschließend lässt sich sagen, dass die deutsche Finanzkultur eine interessante Mischung aus Tradition und Innovation darstellt.
Während die älteren Generationen weiterhin stark auf Sparsamkeit, Vorsorge und Sicherheit setzen, zeigen die jüngeren Generationen zunehmend eine Bereitschaft, das Geld für Erlebnisse und Konsum auszugeben, jedoch immer mit einem klaren Blick auf die finanzielle Zukunft. Diese Kombination aus sicherheitsorientierter Planung und der Nutzung neuer digitaler Finanzmöglichkeiten prägt das finanzielle Verhalten in Deutschland. Ein zentraler Bestandteil dieser Kultur bleibt der langfristige Blick auf das Leben und die finanzielle Absicherung. Die Werte der Vorsicht und des Planens haben ihren festen Platz in der Gesellschaft, auch wenn sich die Prioritäten und Methoden im Umgang mit Geld weiterentwickeln. In einer zunehmend digitalen Welt, in der neue Technologien die Art und Weise verändern, wie Menschen ihre Finanzen verwalten, bleibt die deutsche Gesellschaft dennoch geprägt von einem starken Fundament der finanziellen Verantwortung. Die Frage, ob die Deutschen wirklich so sparsam sind, wie es oft dargestellt wird, lässt sich daher nicht einfach beantworten. Es gibt sicherlich viele, die ihren Lebensstil in Einklang mit den traditionellen Werten von Sparsamkeit und langfristiger Planung führen, während andere den Fokus stärker auf den Konsum und das Genießen des Lebens legen. Diese Unterschiede hängen nicht nur von der Generation ab, sondern auch von der Region und der individuellen Lebenssituation. Für den Durchschnittsdeutschen ist es wichtig, ein Gleichgewicht zu finden zwischen dem Sparen für die Zukunft und dem Leben im Hier und Jetzt. Der Wunsch, finanzielle Sicherheit zu gewährleisten, bleibt ein zentraler Wert. Aber die Art und Weise, wie dies erreicht wird, ist vielfältig. Die Digitalisierung hat auch in der Finanzwelt einen Wandel herbeigeführt und immer mehr Menschen greifen auf moderne Lösungen zurück, um ihre Finanzen zu optimieren. Ich hoffe, dieser Einblick in die Finanzkultur Deutschlands hat dir gefallen. Wenn du noch nicht abonniert hast, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, einen Kommentar zu hinterlassen und uns zu sagen, welche Themen du dir für zukünftige Videos wünschst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.